Hi, ich bin Sandra, the Coaching Artist, und in diesem Tutorial zeige ich dir, wie du ganz leicht wunderschöne Lilien zeichnen kannst. Und zwar ganz gleich, ob du digital arbeitest, also mit Procreate oder einem anderen Zeichenprogramm deiner Wahl, oder ob du traditionell arbeitest mit Bleistift und Fineliner. Also, los geht's! Zunächst einmal benötigen wir eine Skizze, um die Grundformen auf der Leinwand zu positionieren. Also, ich werde das Ganze zweimal machen. Einmal in einer Variante für Anfänger, in einer Top-Down-Ansicht, ja, also wie als würdest du die Pflanze direkt von oben betrachten, weil dafür benötigst du kein Perspektivwissen. Und auf der anderen Seite zeige ich dir noch eine andere Variante, wo du genau das benötigst, Perspektivwissen, ja, nämlich eine Lilie in Perspektive. Also fangen wir an. In der einfachsten Form ist eine Lilie von oben betrachtet eine Formation von zwei Dreiecken, die sich in einem Kreis aufbauen. Also würde ich auch erstmal mit einem Kreis starten, einer groben Annäherung. Du musst das auch nicht perfekt zeichnen, das würde schon genügen. Und dann im Zentrum da einmal einen kleineren Kreis oder einen Punkt einzeichnen, um das Zentrum der Blüte zu markieren. Und dann, wie ich eben schon sagte, ist eine Lilie in zwei Dreieckform aufgebaut für die 6 Blüten- und Kelchblätter. Die 3 Blütenblätter, hier einmal markiere ich zuerst mit 3 Strichen, ja, wirklich so ein Dreieck, hier in so einer Dreiecksformation. Und die Kelchblätter darunter füllen dann genau diese leeren Stellen, ja, sodass quasi einmal so ein umgekehrtes Dreieck auf so einen normalen Dreieck liegt. Ja, so kannst du es dir vorstellen, entweder direkt einzeichnen, das musst du auch nicht, weil eigentlich die Blätter an sich sind wiederum eher ovalförmig. Nur insgesamt bilden sie eben so eine Dreiecksform. Ja, also ovalförmig würde dann sowas hier bedeuten, bauchig nach innen hin und nach außen hin dann eher schmaler. Kannst du bereits einzeichnen, musst du nicht unbedingt. Ja, das ist lediglich die Skizze, die wir dann feiner überzeichnen, aber das genügt in der Regel bereits. Maximal, was du noch machen kannst, die Staubblätter und den Stempel einzeichnen, sind in der Regel auch um die 6. Ja, wir haben 6 Kelch- und Blütenblätter und dann nochmal circa 6 Staubblätter und den Stempel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in der Mitte der Stempel. So kannst du es machen. Das wäre die einfache Variante der Skizze für die Lilie von oben betrachtet. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch an, wie das seitlich aussieht, weil da ändert sich das Ganze. Ja. In Perspektive ist es nicht ein Kreis, sind es keine Dreiecke, sondern da ist eine Lilie mehr oder weniger ein Trichter. Also wenn du bereits ein bisschen Perspektiverfahrung hast, würde das bedeuten eine Art Zylinder, ja, der aber sehr, sehr stark sich nach unten hin verjüngt. Ja, eben eine Art Trichter. So, das wäre einmal perspektivisch. Ich schiebe das noch ein bisschen rüber, das Ganze perspektivisch, das Ganze angelegt. Da wieder der Kreis. Plus, dass das Zentrum jetzt eben hier weiter unten ist. Theoretisch hätte ich den Trichter sogar noch ein bisschen kleiner machen können. Das mache ich mal noch. Ja, also es ist wirklich eigentlich super, super schmal, dieses Ende hier. Und das ist auch nur eine Annäherung, weil die Blütenblätter an sich eigentlich so bogenförmig hochgehen. Ja, aber das musst du jetzt noch gar nicht einzeichnen. Es geht erstmal nur um die allgemeine perspektivische Vereinfachung. Und dafür reicht das hier allemal. Ja, also das einmal. Und dann die Blüten- und Kelchblätter gehen von diesem Zentrum aus. Auch wieder dreieckig. Ja, und das musst du jetzt eben in Perspektive betrachten. So, so, so und so. Kannst du verschiedene Varianten machen. Ja, je nachdem, wie du es anordnest. Eigentlich egal. Du musst auch nicht diese vorgezeichnete Mittellinie hier verwenden. Gern wieder ein bisschen wegradieren. Du kannst es auch ein bisschen seitlich versetzt einzeichnen, dass zum Beispiel hier von das erste Blatt ist. Dann so ein bisschen seitlich. Zack. Und die anderen dann, wie gesagt, oder wie gehabt, in den Zwischenräumen. Ja, ungefähr sowas als grobe Vorskizze. Auch hier, Perspektive machen dann diese klassischen Ovale wenig Sinn, ja, weil es sich ja um Blätter handelt, die in Perspektive, ja, wenn man sie dreht, wie eine Hand flach werden. Deswegen würde ich das an der Stelle jetzt auch, weil das organische Formen sind, gar nicht mal unbedingt weiter einzeichnen, maximal vielleicht solche vorderen Formen.
schau dir da gern einmal ein paar Lilienbilder an. Ja, sowas hier, aber es reicht einfach die Ausrichtung generell der Blütenblätter und Kelchblätter erstmal zu bestimmen und dann eben auch die Stempel, die man hier in der vollen Länge seitlich auch sehen kann. Ja, diese Staubblätter, genau. Nicht Stempel, Staubblätter und der Stempel in der Mitte, so der an so einer Art Tröte ist. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die kannst du relativ willkürlich anordnen, ja, wie die Natur. Ist nicht perfekt, kannst auch Überlappungen schaffen, genau, wenn ich das mal hier einzeichne, dass es sich ein bisschen überlappt, sowas kann es auch geben. Einfach ein bisschen experimentieren, bis du deine schöne Komposition raus hast und dann eben diese 6 Staubblätter, 6 Blüten- und Kelchblätter, ungefähr sowas. Und hier würden wir natürlich dann auch den Stängel sehen entsprechend. Deswegen zeichne ich den auch einmal vor. So, aber im Endeffekt, hier zeichne ich nochmal den Kreis nach, würden wir damit bereits die Vorskizze abgeschlossen haben. Einmal von oben betrachtet die Lilie und einmal seitlich betrachtet. Und wohlgemerkt habe ich mich hier auch für eine ganz bestimmte Art von Lilie entschieden. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterscheidungen. Ja, Lilie ist nicht gleich Lilie, aber ich habe mich für diese Stargazer, ja, Sternengucker Lilie entschieden. Die finde ich ganz schön, weil sie diese geriffelten Blätter hat und einfach so eine richtig schöne Optik, ja, so eine orientalische Lilie. Gibt es verschiedene Sorten, kannst du dich auch gern mal weiter dazu belesen. Aber das erstmal als grobe Skizzenkonstruktion. Ja, und darauf bauen wir jetzt auf. Da stelle ich jetzt einmal die Sichtbarkeit, die Deckkraft der Ebene etwas niedriger oder traditionell kannst du es einfach ein bisschen heller radieren mit zum Beispiel einem Knetradiergummi. Ja, da stelle ich jetzt eine neue Ebene und wähle mir einen Brush bzw. traditionell einen Fineliner, der für Details geeignet ist, entsprechend auch nicht mehr diese blaue Skizzenfarbe, sondern jetzt schwarz mit einer feinen Spitze, dass das Ganze jetzt detailliert ausgezeichnet werden kann. Auch hier fangen wir wieder mit der einfachen Variante an. Und da auch am besten mit den Blütenblättern. Die Kelchblätter liegen nämlich unten drunter, also werden von den Blütenblättern verdeckt. Sprich, wenn ich mir überlege, diese 3 hier sind die Blütenblätter, fange ich mit diesen an. Ja, wie gesagt, in der Mitte sehr bauchig und nach außen hin ist es sehr, sehr wellenförmig und biegt sich eigentlich auch, was wir dann in der Perspektive sehen, oft nach unten, ja, weshalb wir das Ende der Blütenblätter aus dieser Top-Down-Ansicht eigentlich gar nicht sehen. Ja, deswegen ist es oft hier am Ende so abgeschlossen und dann, wie gesagt, kannst du so ein bisschen wellenförmig zeichnen und dann diese bauchige Form. Auf der anderen Seite das Gleiche, es muss nicht symmetrisch sein, ja, weil es sind immer noch Pflanzen, Naturformen, da ist nichts perfekt gleich, ja, wie von Menschen geschaffen, das geht nicht. Ja, und dann natürlich auch die Blattstruktur hier in der Mitte einmal einzeichnen, eine Linie vorzeichnen für die Blattader, die sich auch so ein bisschen aufspaltet hier am Ende. Da kannst du das ein bisschen dreieckförmig zeichnen. Und das gleiche mache ich auch für die anderen Blütenblätter. Selbes Prinzip, es kann sich hier auch teilweise überlappen. Dann kannst du Teile auch wieder wegradieren. Ja, die gleiche Vorgehensweise. Und gern auch, weil die Blütenblätter sich so ein bisschen aufstellen, das in der Mitte auch so ein bisschen wie eine Kuhle einzeichnen, um da auch Platz für die Staubblätter da zu haben. So, das ist also die Grundform der Blütenblätter und das gleiche jetzt nur eben unterhalb dieser Blütenblätter für die Kelchblätter, die theoretisch hier weitergehen würden, aber da ist jetzt eben das Blütenblatt, deswegen einfach denken, dass es da weitergeht und hier dann ähnliche Formen weiterzeichnen. Du kannst auch gern mal ein Blatt wirklich zu Ende zeichnen, dass es sich gar nicht so stark krümmt. Ja, wie hier hätten wir im Endeffekt, das sieht man bloß jetzt nicht, das Blatt, was sich nach unten hin krümmt. Kannst es auch einmal wirklich auszeichnen mit so einer Spitze. Das kannst du machen, wie du willst. Gerade für die Kelchblätter bietet sich das schon einmal an, aber musst du nicht. Ne? Nur um so ein bisschen Variationen nochmal reinzubekommen, kannst du das sehr gern machen. Und dann dürfen die Staubblätter, wie erwähnt, natürlich auch nicht fehlen. Die von oben betrachtet sehr kugelig, bis eben auch diese Würstchenform sozusagen annehmen.
Das kannst du da auch machen, wie du willst. Und der Stempel eher die breiteste Form, ja, dieser Trichter. Oft so eine, ich sag immer, Katzennasenform. Irgendwie kommt es so in so eine Richtung, sowas hier. Aber eben hauptsächlich organische Form einzeichnen, gern auch mit ein paar kleineren Zylindern, die beziehungsweise parallelen Strichen, die da zum Zentrum für die Staubblätter, Stängel sozusagen dahin führen. Ja, und damit hättest du die Grundform dieser Lilie in der Top-Down-Ansicht auch schon fertig gezeichnet. Bevor wir jetzt an die Details gehen, lass uns das Gleiche auch noch für die etwas schwerere Variante in Perspektive tun. Ja, und da habe ich ja gesagt, Trichterform, was du hier auch noch erkennst, und das Hauptmerkmal, dass sich die Blätter jetzt krümmen, ja, und zwar vom Zentrum weg. Das einmal auch nachzeichnen. Hier macht es natürlich Sinn, dir auch gern mal, wenn du das noch nicht so gut kannst, eine Referenz zu nutzen, dass du eine Referenz verwendest, von der du dir ein bisschen was abgucken kannst. Das macht viel Sinn, ja, wenn du eine Sache noch nicht oft gezeichnet hast, dass du dir das erstmal einprägst. Jedenfalls hier habe ich mir definiert, geht ein Blütenblatt entlang und das zeichne ich jetzt eben mit dieser gebogenen Form. Allerdings, wenn es sich biegt, dann sehen wir einen Teil des Blattes nicht. Ja, können wir ein bisschen die Blattader einzeichnen. Das hilft auch, um die Krümmung besser zu visualisieren. Das würde dann hier rumgehen und dann erst hier wieder erscheinen mit der Krümmung des Kelches, der hier unten weitergeht. Ja, ungefähr so eine Form hätten wir dann. Du siehst, es ist wirklich eine sehr, sehr starke Krümmung und deswegen ist es nicht ganz leicht, das in Perspektive zu zeichnen. Da solltest du wirklich schon Perspektivverständnis haben. Wenn nicht, bleib erstmal bei dieser einfachen Variante. Und das Gleiche mache ich jetzt aber auch für die anderen Blätter. Und hier gern variieren. Ja, du wirst es nicht alles gleichmäßig anordnen. Die sind oft mal weniger, mal stärker gebogen. Aber eben auch hier wieder in der Konstellation von Blüten, Kelchblätter in Dreierformation übereinander jeweils. So, und damit hätte ich jetzt auch schon die Grundform von der zweiten Variante ebenfalls fertig gezeichnet. Wie du siehst, habe ich hier ein bisschen schwungvoller das Ganze gezeichnet, ja, deutlich mehr Wellen, vor allen Dingen gegen Ende der Blüten- und Kelchblätter hin, sehr stark das Ganze gebogen, aber auch hier und da variiert, ja, die Krümmung, dass es organisch wirkt und im Zentrum einmal die Staubblätter, den Stempel hinzugefügt, sowie hier am Ende den Stängel, was im Endeffekt einfach nur die Verbindung ist zur Blüte mit zwei parallelen Linien, die am Ende ein bisschen dicker laufen zum Kelch hin. Ja, aber nur ganz minimal. Und dann hier eben die Blüte an sich. Und jetzt wollen wir das Ganze noch ausdetaillieren. Ja, es ist noch nicht fertig. Jetzt stellen wir digital die Skizzenebene aus. Traditionell kannst du das noch, wenn du es noch nicht gemacht hast, stärker wegradieren. Und jetzt wirklich gerne auch nochmal, wenn du das mit Bleistift gemacht hast,
mit Fineliner nachziehen, ja, dann kannst du es wirklich komplett wegradieren, die Skizze. Und digital fügen wir jetzt, beziehungsweise in beiden Medien fügen wir jetzt noch Details hinzu. Einmal würde ich auf jeden Fall alles noch ein bisschen stärker an manchen Stellen markieren, ja, nochmal konturieren, dass wir da auch ein bisschen Linienstärkenunterschiede haben. Ja, nicht so gleichmäßig wie bisher, sondern vor allen Dingen da, wo sich viele Sachen überlappen. Hier an diesen Kanten kannst du gern nochmal dicker das Ganze nachzeichnen. Ja, oder auch hier, wo wir das Kelchblatt unten drunter haben. Das ist quasi so eine Vereinfachung von Schatten und wir tun ja jetzt nicht wirklich Schatten rendern, sondern mit den Linien das nur so ein bisschen nachahmen. Ja, also sowas hier und das gleiche dann auch für den Rest. Und als nächstes wollen wir natürlich auch den Blatteindruck an sich verstärken. Und das mache ich ganz gerne mit einer Mixtur von parallelen Linien und Punkten. Also da hier vom Zentrum aus besser gesagt, Linien zeichnen und an das Ende hier und da noch ein paar Punkte, was den Textureindruck von einer solchen Lilie, ja, was dem sehr nahe kommt. Also das einmal und wie gesagt in Kombination mit dem Verstärken von Linien. Auch außen hin, ja, da wo so ein bisschen Einkerbungen sind, kannst du auch gern ein paar Linien hinzufügen, über die gesamte Blüte hinweg, Details einzeichnen und den Eindruck verstärken. Ja, wir wollen Strichstärkenunterschiede, wir wollen jetzt mit der Strichführung spielen, um da noch das meiste herauszuholen. Aber das ist im Grunde immer der gleiche Weg. Hier nach innen hin würde ich es ein bisschen hell lassen, weil wir da ja auch die hellere Struktur des Blattes haben. Ja, aber hier dann über dem Dreieck sozusagen bei der Blattader kann es ruhig am dunkelsten sein, sage ich mal. Also da auch die meisten Striche verdichten. Das kannst du machen auf beiden Seiten. Und die Staubblätter kannst du ebenfalls dunkel einzeichnen mit vielleicht maximal ein paar Unterteilungslinien in Weiß. Ja, dass wir da einfach auch ein bisschen Farbunterschiede reinbekommen. Genauso wie beim Griffel hier. Der wäre oben etwas dunkler, nach unten hin heller werden. Das kannst du mit Linien, wie du es gelernt hast, jetzt auch noch intensivieren. Und ich mache das Ganze jetzt einmal im Timelapse. So, und damit hätte ich jetzt einmal beide Varianten ausgezeichnet. Du siehst die rechte ein bisschen mehr, ein bisschen dunkler auch. Das kannst du machen, wie du willst.
und ich habe auch hier und da noch ein paar andere Linienarten hinzugefügt, wie solche auffächernden Linien für die Wölbungen innerhalb der Blüten, was die Textur auch nochmal unterstreicht. Aber ansonsten ist es dasselbe Prinzip in Perspektive hier gewesen. Ja, du musst nur gucken, wie sind die Blütenblätter jeweils gekrümmt und da sollten die Linien natürlich auch dieser Krümmung folgen. Aber im Endeffekt ist es das gleiche Prinzip, weshalb ich eigentlich auch immer rate, erstmal perspektivlos, orthografisch anzufangen, ein Motiv zu erschließen, am besten auch noch in einer seitlichen orthografischen Ansicht und es erst dann in Perspektive zu bringen, sofern man überhaupt die Perspektivgrundlagen, das ist natürlich auch wichtig, gemeistert hat, sonst wird das hier eher schwierig. Okay, ich hoffe, du konntest jetzt ein ähnlich schönes Ergebnis erzielen oder vielleicht bist du auch noch dabei. In jedem Fall, wenn du dann fertig bist, teile dein Ergebnis sehr gern in der S-Art Community auf Discord, meiner Community für Kreative, ja, die sich da austauschen und verbessern wollen. Und vielleicht feature ich dich dann auch in einem nächsten Video bzw. in meinen Social-Media-Kanälen. Ansonsten, wenn du jetzt vielleicht festgestellt hast, oh ja, Blumenzeichnen, das ist genau meins, das würde ich gern noch ausbauen, schau dir gern meinen Kurs Blumenzeichnen Masterclass an. Da gehe ich noch deutlich mehr ins Detail, zeige dir wirklich von A bis Z, wie du verschiedene Blumen, nicht nur Lilie, vor allen Dingen auch Rosen und andere, wie du diese optimal zeichnen und vor allen Dingen auch ausrendern kannst. Also nicht nur Linienzeichnung, sondern wirklich fertige Gemälde und Kompositionen, die du für vielfältige Projekte einsetzen kannst. Ja, wie zum Beispiel jetzt Muttertag bietet sich ja eine Grußkarte mit diesem Motiv wunderbar an. Das kannst du dann dafür super nutzen. Ansonsten, vielleicht hast du jetzt aber auch gemerkt, ja, dass dir hier und da noch so ein bisschen die Zeichengrundlagen allgemein fehlen. Das ist ja im Prinzip schon eine Anwendung der Zeichengrundlagen, ja, ein spezielles Motiv zu zeichnen. Dann schau dir gerne einmal mein kostenloses Zeichnerkit an. Da zeige ich dir wiederum alle notwendigen Voraussetzungen, ja, wie du überhaupt mit dem Zeichnen lernen starten kannst und solltest, inklusive Materialempfehlungen. Okay, ansonsten war es das jetzt aber mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, bitte wie immer ein Like am besten hinterlassen und auch ein Abo, damit du zukünftige Tutorials wie dieses und andere Videos für Kreative nicht verpasst. Gern kannst du jetzt auch in dieser Playlist hier weiterschauen, da ich bereits viele weitere Tutorials für dich erstellt habe. Ansonsten gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!